Und dafür darf ich Marc Lohmann zu uns bitten. Er ist Risikowahrnehmungsforscher beim BfR und hat die öffentlichen Risiko-Nutzen-Wahrnehmung gegenüber E-Zigaretten untersucht. Ja, vielen Dank, Frau Seinche, für die freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten eine Übersicht geben zu der öffentlichen Risiko-Nutzen-Wahrnehmung gegenüber E-Zigaretten und Ihnen auch darstellen, wie man diese Erkenntnisse verwerten kann für die Risikokommunikation. Ja, die Diskussion, die wir ja derzeit über E-Zigaretten führen, die findet ihren Ursprung im Jahre 2006, als die ersten elektronischen Zigaretten auf dem europäischen Markt erschienen. Und sie wurden dann auch unmittelbar als die gesundheitlich bessere Alternative zu den Tabakzigaretten deklariert. 2008 meldete sich mit der Weltgesundheitsorganisation ein erstes Schwergewicht mit Bedenken. Man könne nicht, so die Aussage aus zahlreichen wissenschaftlichen Unsicherheiten hier, nicht von einer sicheren Alternative sprechen. Und sie identifizierte auch gleich die Jugendlichen als die primäre Zielgruppe, die, so schien es hier scheinbar, schutzlos diesem neuen Produkt gegenübersteht, insbesondere weil hier einfach Warnhinweise auf den Verpackungen fehlen würden. Ja, das war letztendlich der Beginn einer Reihe von Studieninitiativen, seitens der Akademie, der Industrie und auch den staatlichen Einrichtungen wurde dann begonnen, die Produktsicherheit zu durchleuchten, mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Sehr viele Studien fokussierten auf das Suchtverhalten, auf die Eignung der E-Zigaretten hier zur Raucherentwöhnung. Andere Studien wiederum machten sich hier auf der Suche nach gesundheitsschädigenden Substanzen in den Liquids und im Dampf. Ja, das ganze Bild für den Verbraucher war zunächst einmal unklar. Ohnehin mangelte es ja an den Verbraucherstudien, die einmal das Verbraucherverhalten und auch deren Erfahrung hier neutral in Bezug auf die Produktsicherheit und repräsentativ abbilden konnten. Und um hier ein Puzzleteil für dieses Gesamtbild zu liefern, hat das BfR eine repräsentative Studie durchgeführt, auch mit der Zielsetzung, Ansätze für die Risikokommunikation zu finden und vor allen Dingen auch Zielgruppen zu charakterisieren. Ja, heutzutage ist es ja nicht ausreichend, allein die wissenschaftlichen Fakten zu vermitteln, sei es auf noch so moderne Art und Weise. Es ist auch nicht das Ziel zu überzeugen, dass ein Risiko aus wissenschaftlicher Sicht akzeptabel oder inakzeptabel für den Menschen ist. Vielmehr geht es um den transparenten Informationsaustausch unter Einbindung sämtlicher Interessengruppen und der Öffentlichkeit, um Fehleinschätzungen zu vermeiden oder bestehende Konflikte abzubauen. Und um solche partizipativen Maßnahmen effektiv durchführen zu können, benötigt man im Vorfeld Informationen zum Wissensstand, zu den Informationsbedürfnissen, zu den Informationserfordernissen und vor allen Dingen zur subjektiven Risiko-Nutzen-Wahrnehmung. Das heißt im Prinzip, die moderne Risikokommunikation kommt hier ohne sozialwissenschaftliche Begleitforschung nicht mehr aus. Ja, letztendlich beginnt man ja hier mit einer Sachstandsanalyse bei der Thematik und mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Eurobarometers 2020 bekommt man einen sehr guten Überblick zur Prävalenz und einer groben Risiko-Nutzen-Einschätzung der Bevölkerung gegenüber E-Zigaretten in den einzelnen europäischen Ländern. Aufgeführt sind hier einmal die Länder, die abseits der Durchschnittswerte liegen. Sie sehen hier in der EU, und da ist Großbritannien inkludiert, da rauchen 25%, 2% nutzen die E-Zigarette. Irland ist das Land, an dem die meisten Nutzer der E-Zigarette zu finden sind, 7%, mit unterdurchschnittlicher Raucherquote. Portugal, das Land mit den wenigsten Nutzern von E-Zigaretten, und Griechenland sticht hier hervor mit einer immens hohen Raucherquote unter der Bevölkerung, 42%, weit über dem europäischen Durchschnitt. Ja, das Ganze wird kontrastiert durch Schweden. Hier ist der geringste Anteil an Rauchern in der Bevölkerung zu finden, 7%. Im Verhältnis dazu relativ hoher Anteil an E-Zigarettennutzern. Ja, finden Sie E-Zigaretten ansprechend? Diese Frage wurde denjenigen gestellt, die noch nie E-Zigaretten benutzt haben oder sie nur ausprobiert hatten.
Und da sagen 90% in der EU, das ist kein ansprechendes Produkt. Die größte Zustimmung befindet man noch in der Bevölkerung in Estland. 21% hier finden dieses Produkt attraktiv, im Gegensatz zur Bevölkerung in Ungarn. Da sind es 95%, die hier sagen, das ist nicht ansprechend. Ja, dann zu dem Risiko-Nutzen-Aspekt. Und hier auch der Frage, glauben Sie, dass von den E-Zigaretten Gesundheitsschädigungen ausgehen für diejenigen, die sie nutzen? Und da sagen 65% in der EU, ja, das ist klar der Fall. Viel pessimistischer ist man in den Niederlanden. Da sagen 94%, dass Gesundheitsschädigungen von E-Zigaretten ausgehen können. Umgekehrtes Bild findet man in Rumänien. Hier ist man mehrheitlich der Meinung, dass man eher hier nicht von Gesundheitsschädigungen ausgehen müsste bei der Verwendung von E-Zigaretten. Ja, dann wird ja diese E-Zigarette als ein Mittel angesehen, mit dem Rauchen auch aufzuhören, zumindest eine Hilfestellung zu geben. Das glauben 70% in der EU nicht. Und Großbritannien, das sieht man hier, ist das einzige Land, sagen wir nahe an der EU, das hier ein umgekehrtes Bild zeigt. Da sagen 51% schon, dass es ein Mittel ist, das zumindest helfen kann, mit dem Rauchen aufzuhören. Da muss man sagen, Großbritannien hat auch eine besondere Stellung hier eingenommen. Sie haben sehr großen Aufwand betrieben, Dialogmaßnahmen durchzuführen mit sämtlichen Interessengruppen. Es gab eine Public Consultation, vor allen Dingen im Hinblick auf die Einstufung von E-Zigaretten. Soll sie mehr in den medizinischen Bereich oder in den Tabakbereich fallen? Und unter Umständen kann diese massive Dialogführung auch zu diesem besonderen Antwortbild hier beigetragen haben. Ja, in Litauen ist genau das Gegenteil der Fall. 78% halten hier die E-Zigarette für untauglich, mit dem Rauchen hier aufzuhören oder als eine Unterstützungsmaßnahme dafür anzusehen. Ja, kommen wir zur Umfrage des BfR. Die Fragen wurden gestellt an die deutschsprachige Bevölkerung in Privathaushalten ab 14 Jahren. Aber die Nutzung von E-Zigaretten, Zigaretten, die Fragen wurden nur an Personen ab 18 Jahren gestellt. Es reduziert so ein bisschen dann die Anzahl an den Befragten. Ja, die Erhebung fand dann Ende 2019 statt. Und auch hier zunächst einmal ging es um die Aufklärung der Prävalenz. 6% hierzulande nutzen die E-Zigarette, 25% Raucher. So ist der Anteil, aber diese 6% der E-Zigarettennutzer sind nicht exklusiv. Natürlich nutzen auch Raucher die E-Zigarette und dieser Anteil liegt bei 4%, sodass wir hierzulande 2% Exklusivnutzer haben von E-Zigaretten. Ja, dann gab es die Frage zum Risikovergleich. Wie schätzt man das ein, E-Zigaretten im Vergleich zu den Zigaretten? Und da sieht man hier das Antwortverhalten. 27% hier in Deutschland sagen, dass dieses Risiko bei E-Zigaretten eher niedriger ist im Vergleich zu den Tabakzigaretten. Und wie zu erwarten, ist dieser Anteil wesentlich größer bei den E-Zigarettennutzern. Da sind es hier 67%. Einen größeren Anteil findet man auch bei denen, die ausschließlich Zigaretten rauchen. Und letztendlich bei den Nichtrauchern und auch denjenigen, die keine E-Zigarette nutzen, da sieht man hier auch, dass die sehr ambivalent sind. Sie sagen aus, hier zu 23%, dass das Risiko eher niedriger ist, aber einen großen Teil findet sich hier auch in der Mitte wieder. Also man sieht also, das Pendel schlägt nicht großartig zu der einen oder anderen Richtung aus. Ja, dann die Fragestellung: Verbinden Sie gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten und wenn ja, welche sind denn das konkret? In der Allgemeinbevölkerung sind 84% der Meinung, dass gesundheitliche Risiken von E-Zigaretten ausgehen. Richtig beschreiben kann man sie allerdings nicht. Das hat jetzt irgendwas mit der Lunge zu tun, die ist betroffen. Auch Krebsentstehung, Lungenkrebs wurde oft in diesem Zusammenhang genannt. Alle anderen Kategorien spielen bei der Risikoprägung überhaupt keine Rolle.
Also auch nicht diese Szenarien, die mal größere Aufmerksamkeit in den Medien erfuhren, beispielsweise schädliche unbekannte Inhaltsstoffe oder auch gar das Explosionsrisiko, das von den Akkus ausgeht. Das spielt hier keine Rolle bei der Risikowahrnehmung. Ja, Befragte, die weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen, sagen hier zu 88%, dass hier mögliche gesundheitliche Risiken von E-Zigaretten ausgehen. Genannt wurden fast im gleichen Ausmaß die Kategorien, die auch letztendlich die Allgemeinbevölkerung repräsentiert. Dann ähnliches Bild bei denjenigen, die ausschließlich Zigaretten rauchen. Auch hier ist die Lunge betroffen. Krebs wurde genannt. Es sticht ein bisschen hervor das Atemsystem ohne Lunge, also Mund-Rachenraum, die Nase. Das wurde hier deutlich mehr genannt als bei den anderen Gruppen. Aber ansonsten auch hier entsprechend die gleichen Kategorien. Dann diejenigen, die E-Zigaretten nutzen. Auch hier die Kategorien. Atemsystem wurde hier kaum genannt, ohne Lunge. Ein bisschen mehr Herz-Kreislauf-Risiko, auch höhere Ausprägungen hier bei der Lunge, die genannt wurden. Allerdings natürlich auch das zu erwarten, nur 65% sehen hier ein gesundheitliches Risiko, das von E-Zigaretten ausgehen könnte. Ja, jetzt natürlich die Frage nach dem Risikopotenzial. Wie hoch schätzt man denn in etwa das Risiko ein? Ist das wirklich eine große Sache oder ist das vernachlässigbar? Und hier sagen, wenn man diese Kategorien in Orange und Rot zusammenfasst, 64% der Bevölkerung, das ist schon ein eher hohes Risiko. Und erwartungsgemäß fällt das geringer aus bei den E-Zigarettennutzern. Da sind es dann aber immerhin auch noch hier 31%, die das sagen. Wenn man diese beiden Kategorien zusammenfasst, größter Anteil auch klar wieder bei den Nichtrauchern. Also ein gewisses Risikobewusstsein ist definitiv in allen Gruppen vorhanden und ist auch recht hoch ausgeprägt. Und gerade bei denen, die aktuell E-Zigaretten nutzen, findet sich ein Großteil hier in dem Mittelwert wieder. Ja, Risikokommunikation kann man nicht betreiben, ohne auch den Nutzenaspekt zu berücksichtigen. Daher auch die Frage, sehen Sie denn einen Nutzen, der von E-Zigaretten ausgeht? Und da sagen 13% hierzulande, ja, das ist der Fall. Und das betrifft vor allen Dingen den Geruch. Und das ist ein Mittel zur Raucherentwöhnung und es ist weniger schädlich als Zigaretten. Das eben der Gesamtüberblick. Ein bisschen differenzierter sieht das Bild anders aus. Die Nichtraucher sagen, viel ausgeprägter, großer Vorteil ist der bessere Geruch. Und es ist vor allen Dingen weniger schädlich als Zigaretten. Und ansonsten spielt das Ganze die anderen Aspekte keine so große Rolle. Ein Mittel zur Raucherentwöhnung taucht noch auf. Aber ganz anders sieht es aus bei denjenigen, die als ausschließlich Tabakzigaretten rauchen. Da sagt man ganz klar, das ist ein großer Vorteil der E-Zigarette, dass sie eben hier ein Mittel zur Raucherentwöhnung ist. Aber dass sie weniger schädlich als Zigaretten sind, das wird hier in keinster Weise gesehen, zumindest nicht einen positiven Aspekt für E-Zigaretten. Man sieht auch hier, der Geschmack wird nur auch mit einem geringen Anteil genannt. Und es kommen andere Kategorien zum Vorschein. Entspannung, weniger Belastung für Umwelt und Mitmenschen. Das meinen hier die Raucher, ist auch ein positiver Aspekt für die Nutzung von E-Zigaretten. Und der Anteil derjenigen, die auch überhaupt etwas Positives sehen, liegt hier bei 23%. Ja, anderes Bild wiederum bei denjenigen, die E-Zigaretten nutzen. Die sagen, das ist kein Mittel zur Raucherentwöhnung, das spielt hier keine Bedeutung, wenn man den positiven Aspekt hervorheben möchte, aber es ist ganz klar weniger schädlich als Zigaretten. Der Geschmack ist hier sehr bedeutsam und was man hier nicht findet, ist weniger Belastung für Umwelt und Mitmenschen im Gegensatz zu den Rauchern. Das ist hier nur mit einem Anteil von 1% belegt. Aber der Geschmack, der wird hier auch als einen dominierenden Aspekt angesehen. Wenn man nochmal zurückgeht, das ist bei den Rauchern 3%, hier sind es gute 30%, die das als einen positiven Aspekt aufführen. Ja, dann eine Frage zum Wissensstand
zu den Liquids, nikotinfreie Liquids, bergen die gesundheitliche Risiken? Ja oder nein? Und man sieht hier im Gesamtbild, auch dafür gibt es eine Risikowahrnehmung, die schon auch ausgeprägt ist. Darüber hat man dann auch Kenntnis erlangt. 38% stimmen dem voll und ganz zu. Die Unterschiede sind gar nicht so groß zwischen den einzelnen Gruppen. 28% bei denjenigen, die aktuell E-Zigarette nutzen, 31% bei den Zigarettenrauchern und erwartungsgemäß einen höheren Anteil bei den Nichtrauchern. Ja, ähnlich das Bild, wenn man fragt, wie steht es um die Passivrauchenden, sind die einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt? 35% ja, ganz klar, die haben auch ein Gesundheitsrisiko und auch entsprechend hohe Anteile bei anderen Gruppen und hier wieder 41% der höchste Anteil bei den Nichtrauchern. Ja, was heißt das in der Zusammenfassung? Also diese Studie liefert auch einen Beitrag einmal zur Prävalenzaufklärung, aber da deckt sie sich mit den Ergebnissen vieler anderer Studien. Also 1/4 der Bevölkerung raucht hier Tabakzigaretten. E-Zigaretten werden von etwa 6% genutzt. Ein sehr maßgebliches Szenario ist dieser Dual-Use-Ansatz, dass also diejenigen, die Tabakzigaretten rauchen, auch dann E-Zigaretten nutzen. 84% der Bevölkerung verbindet gesundheitliche Risiken mit der Anwendung von E-Zigaretten, allen voran Lungenschäden, Krebs wird in dem Zusammenhang genannt. Für etwa die Hälfte der Bevölkerung stellen E-Zigaretten keine gesunde Alternative zu Tabakzigaretten dar. Es ist auch ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, wenn man das direkt vergleicht, das gesundheitsschädigende Ausmaß Tabakzigaretten gegenüberstellt zu der Nutzung von E-Zigaretten. Da sagen hier 37%, dass etwa das Gesundheitsrisiko gleich ist. Und positive Aspekte, insbesondere die ausgehend von den E-Zigaretten-Nutzer, da wird genannt angenehmer Geruch, Geschmack und geringes Gesundheitsrisiko. Das ist ja im Gegensatz zu den Zigarettenrauchern, die sagen, die Zigarette ist ein Instrument. Ich glaube, Sie müssen noch mal auf den Knopf drücken. Leuchtet es grün? Jawohl, okay. Und letztendlich sagen die ja, es ist eben ein Mittel zur Raucherentwöhnung, aber das Gesundheitsrisiko ist nicht geringer als bei den Tabakzigaretten. 90% der Nichtraucher verbinden keine positiven Aspekte mit der E-Zigarette und auch im Hinblick auf diesen Aspekt, sich das Rauchen abzugewöhnen, da glaubt 1 von 5 hierzulande, dass sich dafür die E-Zigarette eignet. Die Hälfte hält auch passiv Dampfende für gefährdet. Das ist einfach mal eine Bestandsaufnahme hier in der Bevölkerung. Was heißt es jetzt für die Risikokommunikation? Da kann man auch mal einen Blick werfen auf die zukünftige Prävalenz. 2019 wurde diese Studie durchgeführt. Das war auch ein besonderes Jahr für die E-Zigarettenindustrie. Man verzeichnete in diesem Jahr erstmalig einen Einbruch des Umsatzes seit 2013. Das ging auch in den Folgejahren so weiter. Jetzt hat man einen leichten Anstieg und dieses Bild zeigt hier auch, dass ja, wenn man diese beiden Kategorien mal zusammenfasst, 28% der E-Zigarettennutzer der Meinung sind, dass sie in Zukunft die E-Zigarette nicht mehr verwenden würden. Und hier sind es 88% der Raucher, die sagen, dass sie keine E-Zigarette nutzen werden in Zukunft und 93% der Nichtraucher. Das heißt also, das Lager der E-Zigarettennutzer, davon ist zumindest nach diesen Studien und auch anderen Studien auszugehen, wird sich nicht wirklich stark auffüllen. Man kann also nicht von einem wirklichen E-Zigaretten-Hype reden. Ja, man hat auch 2 Zielgruppen identifiziert. Wie gesagt, der Dual-Use-Ansatz ist eigentlich hier das gängigste Szenario. Das sind also die Raucher, die eben auch E-Zigaretten nutzen. Was man von denen weiß, ist, dass sie einfach diese Risiken in einen Topf werfen. Die können nicht differenzieren, die Risiken, die von E-Zigaretten ausgehen und die von Tabakzigaretten. Das wird mental nicht gemacht. Das heißt, hier bedarf es einer Aufklärung, zu zeigen, es sind durchaus unterschiedliche Risiken, die auftreten mit einem unterschiedlichen Potenzial. Und man hat eine Zielgruppe, die liegt hier bei diesen 4%,
die möchte man ja in Zukunft nicht im E-Zigarettenlager wiederfinden, sondern hier bedarf es grundsätzlich einer Risikoaufklärung. Wer diese 4% sind, ist unklar. Man muss ja sagen, bei diesem geringen Anteil kann man eigentlich keine weitere Statistik betreiben. In dem Fall sind es wesentlich mehr Frauen als Männer, aber das hat bei diesem Anteil tatsächlich nichts zu sagen. Ohnehin muss man in der Zukunft mal Wert darauf legen, auch hier eine repräsentative Stichprobe von den E-Zigarettennutzern zu erhalten. Das ist sehr schwierig. Es eignen sich vielleicht zunächst erstmal Fokusgruppen als Nachfolgestudie, das heißt moderierte Gruppendiskussionen, um einfach mehr über die Motive, über die Risiko-Nutzen-Wahrnehmung der E-Zigarettennutzer zu erfahren, im Vergleich zu den Rauchern und zu den Nichtrauchern. Das wäre ein möglich zukünftiger Ansatz. Interessant wäre es auch, mal einen Blick in die Länder zu werfen, die hier weit ab vom Durchschnitt liegen, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Barrieren oder auch die Chancen, hier E-Zigaretten zu nutzen oder auch nicht zu nutzen. Sind es gesellschaftliche Barrieren? Wie steht es hier vielleicht auch um politische Restriktionen, die dann auch eine Rolle spielen könnten? Das auch wäre ein zukünftiges Forschungsprojekt und trägt maßgeblich dazu bei, einfach mal die Motivation der E-Zigarettennutzer zu hinterfragen und ein detaillierteres Bild über die Risikonutzenbeurteilung zu bekommen. Ja, damit bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung Risikokommunikation, aus der Abteilung Chemikalien und Produktsicherheit, die dieses Projekt unterstützt haben, und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Lohmann, für diesen Vortrag.